Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige dir in diesem Video, wie du solche Ohrringe machen kannst. Die werden mit einer Mischung aus Rippenknoten und Kreuzknoten gemacht. Die Rippenknoten sowohl nach rechts als auch nach links und du hast genug Zeit, die zu üben. Keine Angst, ich erkläre alles ausführlich und zeige ganz langsam, wie es geht. Du beginnst mit deinem ersten 40 cm Faden und lässt ungefähr 7 cm Abstand und knotest den nächsten 40 cm Faden drauf. Mit einem doppelten Anker. Normalerweise muss man dann, wenn der Ohrhänger fertig ist, dieses kurze Ende abschneiden und verschmoren. Aber das mag ich nicht so, weil ich immer Angst habe, dass die Fäden hier herunterrutschen von dem abgeschmorten Ende. Und manchmal sieht es auch nicht schön aus, wenn es zu dunkel wird. Ich zeige dir jetzt eine andere Methode, wie du diesen Faden sauber verwahren kannst und man kein Schmorende mehr sieht. Dazu steckst du jetzt eine Nadel rein ans Ende, hier so rum, und biegst das Ende um. Und jetzt knotest du deine anderen 40 cm Fäden auf beide Fadenenden, auf den kurzen und den langen, mit einem doppelten Anker. Der erste Knoten ist ein bisschen knifflig, der erste Faden, den man jetzt da drauf macht, weil ich ja beide Enden festhalten muss. Und ranziehen. So, jetzt kannst du schon dein kurzes Fadenende nochmal anziehen. Jetzt hast du einen sauberen Abschluss. Die anderen 40 cm Fäden mache ich jetzt auch drauf. So, und jetzt kommen deine zwei 80 cm Fäden. Bei den beiden 80 cm Fäden habe ich einen Fehler gemacht. Die werden nämlich nicht mittig angeknotet, sondern 50:30, wie auf der Zeichnung dargestellt. Jetzt ist es wichtig, dass du noch einmal an diesem kurzen Fadenende ziehst
Und am Langen auch noch einmal, dass du diese Fäden, die du angeknotet hast, sehr fest zusammenziehst. Und knüpfe jetzt wieder zurück mit meinem langen Ende. Dieser Faden wird jetzt nachher kurz abgeschnitten und abgeschmort. Also eine Schlinge legen, durchziehen, den Leitfaden stramm halten und die Schlinge rutscht am Faden entlang runter. Ich ziehe den Faden immer schräg nach oben, diesen Leitfaden gespannt schräg nach oben. Schlinge legen. Wenn du nicht schräg nach oben ziehst, bekommst du leicht einen Abstand zwischen den beiden Reihen. Und der letzte. Wenn du alles richtig gemacht hast, sind jetzt hier deine kurzen Fäden und rechts deine langen Fäden, deine 4 langen Fäden. Und jetzt machen wir diesen Knubbel, die Erbse. Dazu, damit es für dich leichter ist und sich keine Fehler einschleichen, markieren wir den alleräußersten Faden mit einem einfachen Knoten. Und machen jetzt 4 Kreuzknoten. Ein Kreuzknoten besteht aus 2 einzelnen einfachen Knoten. Und zwar geht das so: Du nimmst die beiden mittleren stramm, legst den von rechts mit dem Knoten als Schlinge oben drüber. Der andere geht über diesen Knoten und geht unter der Kreuzung unten durch. Jetzt halte ich diese inneren Fäden mit dem kleinen Finger und ziehe mit meinen anderen Fingern den Knoten stramm. Dann fängst du von der anderen Seite an, wieder mit diesem Knoten, mit diesem Faden, der den Markierungsknoten hat, legst deine Schlinge oben drüber, der äußere Faden geht oben drüber und unter der Kreuzung durch. Ich halte wieder meine Längsfäden mit dem kleinen Finger und ziehe stramm. Der erste Kreuzknoten ist fertig. Besteht aus 2 einzelnen Knoten. Der zweite . Ups.
So, wenn du nicht mehr weißt, wo du anfangen musst, guckst du immer auf diesen Knoten. Zweiter Kreuzknoten ist fertig. Dritter. Du kannst auch immer mitzählen. 4 A, 4 B. Dann kommst du nicht durcheinander. Jetzt brauchst du eine stumpfe Nähnadel und du siehst jetzt hier oben, dass hier eine Schlinge, also ein kleines Loch ist und hier. Wir fädeln jetzt unsere mittleren Fäden auf die Nähnadel und gehen hier oben durch diese Schlinge durch. Der andere auch, der andere Leitfaden, durch die andere Schlinge. Und jetzt ziehst du diese beiden Fäden fest an und dadurch entsteht diese kleine Erbse, der kleine Knubbel. Das hier sind jetzt deine Knotfäden. Du hast jetzt wieder den Markierungsknotfaden und den anderen und deine beiden mittleren. Und jetzt nimmst du den markierten Faden, legst ihn über die mittleren und gehst mit dem anderen unter der Kreuzung durch, hältst die mittleren fest und beim Festziehen drücke ich jetzt diesen Knoten so ein bisschen nach oben, dass mein Knoten direkt unten dran sitzt. Und nochmal einen nach der anderen Seite. Der 5. Knoten ist fertig. Und die Erbse ist fertig. Schön nach unten legen. Jetzt stecke ich eine Stecknadel in die Ecke. Gehe mit meinem Leitfaden in die Richtung von der Erbse und knote alle Fäden drauf. Und zwar jetzt nach rechts mit der Schlinge. Der Leitfaden geht nach rechts, also geht auch meine Schlinge nach rechts. So, der letzte kurze Faden. Und jetzt kommen die Fäden von der Erbse, die werden genauso drauf geknotet wie die anderen auch. Zuerst der äußere Knotfaden ohne Markierungsknoten. Dann die beiden mittleren Fäden. Jetzt geht das Ganze wieder zurück.
Dieses Muster wiederholst du jetzt, also eine Reihe nach links, dann die Erbse, dann eine Reihe nach rechts und wieder eine nach links. Dieses Muster wiederholst du jetzt, bis du 7 solche Erbsen hast. Ich zeige es noch einmal. Wenn du die ersten beiden Fäden angeknotet hast, dann ist es immer gut, wenn man noch mal ein bisschen zieht am Faden, damit nicht aus Versehen hier eine Schlinge draußen stehen bleibt. Also wenn der Leitfaden nach links geht, legst du auch deine Schlinge nach links. So, jetzt wieder die Erbse auf der rechten Seite. Und so weiter. Ich habe jetzt 5 Knubbel gemacht und jetzt rächt sich der Fehler vom Anfang, dass ich meine beiden 80 cm Fäden mittig aufgehängt habe und nicht 30, 50. Denn jetzt sind meine Knotfäden hier zu kurz, denn von denen brauche ich ja viel mehr Länge wie von meinen mittleren Fäden, die kaum knoten. Wie korrigiere ich das jetzt? Ich mache einfach diese beiden kurzen in die Mitte und die langen nach außen. Das fällt eigentlich nicht auf. Ich habe jetzt auch den Knoten rausgemacht aus meinem äußeren Faden, denn mit Knoten komme ich ja nicht durch die Schlinge oben durch. Also, und dann mache ich meine Knoten wieder ganz normal mit den jetzt äußeren Fäden, die jetzt wieder lang sind, mache ich meine einfachen Knoten. 1b. Der erste Kreuzknoten ist fertig. 2a. 2b. 3a. 3b. 4a. 4b. So. Knotfäden, die durchgezogenen Leitfäden. Jetzt schauen wir mal, ob man einen Unterschied sieht. Einfach festziehen an diesen Leitfäden. Dann sieht man, glaube ich, keinen Unterschied. Jetzt habe ich den letzten Bobbel gemacht und mache jetzt noch eine Reihe wieder drüber. Und dann kommt die letzte Reihe mit Faden vernähen, aber vernähen ohne Nadel. Wenn du übrigens kein 0,35 mm Garn zu Hause hast, dann kannst du ein 1 mm Garn in der Mitte teilen, hast dann zweimal 0,5 mm, aber das geteilte Garn
ist etwas dünner als das reguläre fertige 0,5 mm Garn. Das kommt feiner raus. Deswegen könnte das so ungefähr hinhauen mit der Stärke wie 0,35. Noch ein bisschen ziehen hier. So, letzte Reihe mit Faden vernähen. Also du knotest jetzt zurück. Ich finde es schön kurz, gar keinen Faden verschwendet. So, jetzt habe ich noch 5 Fäden und ich biege jetzt meinen Faden um die Ecke hinten und knote über diese Schlaufe drüber. Also immer über 2 Fäden drüber. So. Den letzten Faden, da muss ich schauen, welches jetzt dieses hier, da oben ist der Faden, der sich nicht bewegt, wenn ich an der Schlaufe ziehe, und auf den knote ich jetzt den letzten Faden einzeln drauf, auf diesen Faden, der sich nicht bewegt. So, du ahnst es schon, was ich jetzt mache. Ich ziehe jetzt an dem Schlaufenende. Und mein Faden, mein Leitfaden ist sauber vernäht. Den ziehe ich jetzt auf die Rückseite, damit ich auf der Vorderseite keine unschöne Schmorstelle habe. Alle Fäden abschneiden. Und verschmoren. Und hier das Endfädchen auch abschneiden und verschmoren. Jetzt kannst du noch so ein bisschen modellieren, die Reihe ein bisschen nach draußen holen, dass die keine so arge Kurve macht. So, und jetzt klebst du noch hinten drauf mit Sekundenklebergel deinen Ohrstecker. Meinen Ohrstecker klebe ich an eine Stelle, wo meine Knoten sehr dicht sind und kaum lose Fäden dran sind. Das ist hier in der Ecke. So, also ich klebe da unten, wo es am dichtesten ist, nicht hier oben. Oben ist es auch ein bisschen unebener wegen diesen Knubbeln. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.